Meine Damen und Herren, Risiken reduzieren, ohne ihre Präsenz in China zu verlieren. China-Geschäft im Spannungsfeld der Systeme, das ist heute unser Thema. Ich freue mich, bei Ihnen sein zu dürfen. Wir gehen gleich in medias res, dass wir keine Zeit verlieren. Wo stehen wir? Sie wissen das alle aus den entsprechenden Zeitungen. Zunehmende geopolitische Spannungen zwischen der Volksrepublik China und den USA. Neuerdings muss man fast sagen, eine schwächelnde Wirtschaft nicht nur in Deutschland, nicht nur in Europa, sondern auch in China und natürlich der schon lange schwelende potenzielle militärische Konflikt in Taiwan. Das ist das, was Sie und was Ihre Geschäftsführer, Kollegen umtreibt. Wie gehe ich mit meinem China-Geschäft um? Soll ich mich zurückziehen? Mache ich weiter? Was sind die Folgen von dieser neuen Situation? Wir reden über De-Risking in Europa, wir reden über Decoupling in USA. Wir trennen zwischen De-Risking auf Unternehmens- und auf Staatsebene. Und genau darüber wollen wir heute reden, über diese verschiedenen Ebenen und vor allen Dingen ganz am Schluss, was Sie dafür oder dagegen tun können. Es gibt Unterschiede im Verständnis des Begriffs De-Risking. Die Staatsebene, insbesondere unsere Regierung, versteht De-Risking darin, dass die Geschäfte von deutschen Unternehmen in China und mit China zurückgefahren werden sollen, insbesondere eben um Abhängigkeit, die es ja in verschiedenen Industriesektoren gibt, zu verringern. Die Unternehmer, die verstehen das naturgemäß ganz anders. Die sagen, naja, wir überlegen, das sogenannte Near- oder Friendshoring voranzutreiben oder eben, und das ist das, was uns heute betrifft, die Lokalisierung. Das heißt also, die Produktion oder die Handelsaktivitäten vor Ort hier in China zu stärken, um für den Notfall, Stichwort Taiwan, gerüstet zu sein, um eben auch ohne die Direktion, ohne den Einfluss aus Deutschland in China weiter produzieren zu können. Die Bundesregierung hat erst vor kurzem am 13. Juli 2023 die erste, man merke, China-Strategie veröffentlicht. Credo, China ist Partner, Wettbewerber und systemischer Rivale. Die deutsche Regierung will nicht so weit gehen wie die amerikanische. Also es soll keine Entkopplung geben, sondern es soll grundsätzlich an den Handelsbeziehungen mit China festgehalten werden. Aber wie eben schon gesagt, es sollen Abhängigkeiten, wie es sie gibt im Bereich seltene Erden, Vorprodukte für die Energiewende, Medizintechnik, Arzneimittel. Das haben wir ja alles während der Corona-Pandemie miterleben dürfen, dass es an Grundstoffen gefehlt hat für die Arzneimittelproduktion. All da soll eine entsprechende Abhängigkeit, eine bestehende Abhängigkeit verringert werden. Die USA sehen das ein bisschen anders. Die wollen das bis zum Decoupling treiben. Wir haben es gesehen, gerade im Bereich NEV, also New Energy Vehicle, Elektromobilität. Da hat ja die USA 100% auf entsprechende chinesische Autos verhängt. Es ging sogar jetzt letzte Woche noch weiter, dass chinesische Autos, die mit bestimmten Technologien in die USA importiert werden sollen, gar nicht mehr importiert werden dürfen. Also hier gibt es nicht nur Handelsschranken, sondern eben auch Verbote und Sanktionen. Natürlich mit einem politischen Hintergrund. Der Aufstieg Chinas des Rivalen, insbesondere in strategischen Sektoren, der soll verhindert werden oder zumindest mal so lange wie es geht verzögert werden, um sich in den USA selbst wieder ein bisschen besser positionieren. Ja, also man spricht hier von Managed Coexistence bzw. Competitive Interdependence. Aber letzten Endes verheißt das nichts Gutes für China in seinen Handelsbeziehungen mit den USA, aber eben auch für die USA, die ja Großeinkäufer immer noch sind in China. China betreibt auch Decoupling, aber ein Decoupling ganz anderer Art, nämlich offiziell friedliche Koexistenz mit den USA. Aber hier geht es insbesondere darum, dass China letzten Endes schon seit Jahrzehnten ein Decoupling betreibt, indem es sich unabhängig machen will von bestimmten Schlüsseltechnologien oder bestimmten Industrien im Ausland. Diese Industrien, diese Schlüsseltechnologien, die sollen nach China gebracht werden. Deswegen eben auch der Titel Made in China 2025. China soll in bestimmten Schlüsselindustrien und Schlüsselsektoren in der Lage sein, ab 2025 alles in China zu fertigen, um eben nicht mehr von den ausländischen Industrien, von den ausländischen Schlüsseltechnologien abhängig zu sein.
und sich im schlimmsten Fall erpressen lassen. Wir haben eben drüber gesprochen, die deutsche Regierung sagt De-Risking, Verringerung. Wir haben gesagt, der deutsche Unternehmer sehen das ein bisschen anders. Es gab relativ neu, Ende 23, Anfang 24, eine Befragung der deutschen Handelskammer hier in Shanghai. Und Sie können sehen, an dem Kuchenchart auf der rechten Seite, 91 der befragten Unternehmen planen nicht, China in den nächsten 2 Jahren zu verlassen. Ich denke, das ist eine relativ klare Aussage. Also Decoupling im Sinne von, wir bewegen uns aus China weg, wird es mit 91% der in China ansässigen Unternehmen nicht geben. Wenn die Unternehmen dann hier bleiben, dann müssten sie zumindest mal nach der Strategie der Bundesregierung entsprechende De-Risking-Maßnahmen ergreifen. Auch hier ist das Bild geteilt. Sie sehen, 56% der Unternehmen, die befragt worden sind, ergreifen keine beziehungsweise wissen nicht, welche De-Risking-Maßnahmen ergriffen werden könnten beziehungsweise ergriffen werden sollten. Deswegen haben wir uns Gedanken gemacht, wie man entsprechend de-risken könnte. Wir haben hier die schon bestehenden De-Risking-Maßnahmen. Das sind, ich sage mal, die üblichen Verdächtigen. Sie sehen es ganz oben als erstes mit 45%. Klar, Independent Supply Chains. Dann auf Rang Nummer 2 mit 40% gefolgt, China Plus One Strategy. Das heißt also nicht nur in China, aber auch in China produzieren und dann eben noch ein weiteres, meist asiatisches Land, Thailand, Vietnam, dazu nehmen. Shifting Operations from China to other countries, go asset light. Das ist was wir nachher noch sprechen. Aber Sie sehen hier die geläufigen De-Risking-Maßnahmen. Da ist nichts Neues dabei. Und wir wollen uns mal an einem bestimmten Szenario anschauen, wie es denn aus rechtlicher beziehungsweise gesellschaftsrechtlicher Sicht, wie solche De-Risking-Szenarien aussehen könnten für Ihre Tochtergesellschaft in China. Ausgangsszenario, Sie, ein deutsches Unternehmen als Investor, Sie haben eine Tochtergesellschaft in China gegründet. Wir haben den hoffentlich nicht eintretenden Fall, nämlich dass die Volksrepublik China Taiwan militärisch angreift. Ich weiß, da gibt es noch sehr viele andere Szenarien, Schattierungen davon, Seeblockade etc. etc. Aber wir gehen jetzt einfach mal davon aus und Sie wissen auch, wenn Sie sich damit ein bisschen beschäftigen, der Zeitraum, der von den Militärstrategen prognostiziert wird, der schwankt irgendwo zwischen 2025 und 2030. Warum? Weil dann angeblich die Volksbefreiungsarmee die entsprechende Erneuerung beziehungsweise Umgliederung der Volksbefreiungsarmee abgeschlossen haben soll. Wenn man den neuesten Informationen der amerikanischen Geheimdienste Glauben schenkt, was die Raketeneinsetzbarkeit betrifft, dann wird es wohl eher 2030 werden. Und auf der anderen Seite die Amerikaner noch nicht so weit mit ihrer Restrukturierung sind, sodass also aus der Sicht der Volksbefreiungsarmee irgendwo um 2025, 2030 ein idealer, in Anführungszeichen, Zeitraum für so einen Angriff wäre. Was würde passieren? Na klar, die EU, nicht nur die EU, aber die EU würde Sanktionen verhängen. China würde Gegensanktionen verhängen. Es kommt zu einem starken Einschränkungen in Handelsbeziehungen, vielleicht sogar zu einem Abbruch des Handels in bestimmten Bereichen. Das heißt, es wird Embargos geben und natürlich ganz wichtig für Sie, Einschränkungen im Zahlungsverkehr. Die haben wir ja sowieso schon, aber dann eben könnte es sein, dass Maßnahmen ergriffen werden bis zum Ausschluss von chinesischen Banken vom SWIFT-System, sodass also de facto gar keine Zahlungen mehr aus China geleistet werden können. Warum das wichtig ist, sprechen wir später nochmal. Was bedeutet das für Sie als klein- und mittelständisches Unternehmen? Was gibt es für Optionen? Das wollen wir uns jetzt anschauen. Und zwar, ich habe es eben schon gesagt, welche Optionen haben Sie als deutscher Investor eines kleinen und mittelständischen Unternehmens in China, wenn Sie Ihre Marktpräsenz erhalten wollen? Was gibt es für gesellschafts- und oder vertragsrechtliche Maßnahmen, die Sie als Geschäftsführer treffen müssen, um zu einem bestimmten Zeitpunkt die Möglichkeit haben, Ihre Vermögenswerte, die Sie in China haben, im Rahmen oder in Form Ihrer Tochtergesellschaft, schnellstmöglich und vollumfänglich nach Deutschland zu repatriieren. Das ist also unser Ausgangsszenario und die Aufgabenstellung. Und Sie sehen hier
auf unserer Folie sozusagen zumindest mal einen Ausschnitt des Spannungsfelds, nämlich von Maximum Impact auf der linken Seite mit der Liquidation ihrer Tochtergesellschaft bis auf der rechten Seite Auftragsproduktion durch Dritte mit einem Minimum Impact und vielen anderen Lösungen oder vielen anderen Möglichkeiten dazwischen. Und die wollen wir uns jetzt näher anschauen. Ich habe es eben schon gesagt, Liquidation der Tochtergesellschaft ist das Extrem. Was heißt das, Liquidation der Tochtergesellschaft? Die Tochtergesellschaft wird liquidiert. Die verbleibenden Vermögenswerte werden nach Ausgleich möglicher Verbindlichkeiten an Sie als Investor zurückgeführt, soweit das natürlich dann zu dem Zeitpunkt noch möglich ist, also die Bankverbindungen noch stehen. Vorteile ist klar, Ihre ganzen Vermögenswerte werden monetarisiert, Sie verkaufen die Maschinen, Sie verkaufen Ihr Gebäude, Sie übertragen Ihre Landnutzungsrechte und Sie bekommen auf Marktbasis die entsprechenden Gegenwerte. Auch da ist natürlich wieder die Frage, wann liquidiere ich die Gesellschaft? Je später im Rahmen eines nähernden Konflikts Sie Ihre Gesellschaft liquidieren, desto niedriger werden natürlich auch die Preise sein, weil der Käufer weiß, ich muss bloß noch ein halbes Jahr warten, dann kriege ich das Gebäude umsonst, dann bleibt meinem Verkäufer gar keine andere Möglichkeit mehr. Also da spielt der Zeitraum eine ganz wichtige Rolle. Nachteile als Working Assumption haben wir gesagt, wir wollen in China bleiben, Sie wollen in China bleiben, um weiterhin Business machen zu können. Wir haben es gesehen, die 92%, die wollen weder weggehen, sondern sie wollen in China weiter Geschäfte machen. Nachteile von der Liquidation ist ganz klar, sie haben keine Präsenz mehr in China. Wir haben einen vollen Kontroll- bzw. Geschäftsverlust bei der Liquidation und auch nicht zu unterschätzen. Die Liquidation geht in China vergleichsweise langsam voran. Sie brauchen ungefähr 10 bis 12 Monate, bis sie liquidiert haben. Das heißt also, sollte sich die Lage zuspitzen, dann ist es im Grunde genommen für eine Liquidation zu spät. Denn in dem Augenblick, wo sie ihre Vermögenswerte auf dem Markt anbieten, werden sie wahrscheinlich nicht mehr die entsprechenden Marktpreise bekommen. Und wenn sich das alles wieder gelegt hat, ist natürlich bei einem Wiedereintritt eine entsprechende Neugründung erforderlich. Deswegen ist eine Liquidation wahrscheinlich eher keine gute Option. Eine andere Möglichkeit, die Gesellschaft nicht zu liquidieren oder zu verkaufen, also der klassische Share Deal. Sie verkaufen, das haben wir in letzter Zeit öfters gehabt, Ihre Gesellschaft zum Beispiel an Ihren lokalen General Manager, an Ihren Geschäftsführer oder an Geschäftspartner, die in Ihrem Business drin sind, die Geschäfte im Grunde genommen ohne große Einschnitte weiterführen können. Das kann innerhalb, das kann außerhalb Chinas sein und Sie bekommen den entsprechenden Kaufpreis überwiesen. Auch da haben Sie natürlich wieder eine relativ schnelle Monetarisierung aller Vermögenswerte. Allerdings, wenn Sie es rechtzeitig machen, natürlich mit einem gewissen Goodwill. Das heißt also, das, was Ihre Gesellschaft über die reinen Assets, über die Hard Assets hinaus wert ist, bekommen Sie vielleicht noch ein bisschen mehr. Auch da ist es wieder eine Frage der Zeit, wie frühzeitig Sie erkennen, dass ein Verkauf notwendig ist, angesagt ist. Vorteil ganz klar von so einer Transaktion, die ist in der Regel, wenn Sie einen Käufer haben, relativ schnell über die Bühne gebracht, eher 3 Monate als 6 Monate, 6 Monate eher, wenn Sie noch jemanden suchen müssen. Nachteile ist auch ganz klar, Sie verkaufen, Sie verlieren Ihr Geschäft, Ihre Kontrolle über Ihre chinesischen Aktivitäten. Je nach Zeitpunkt, ich habe schon erwähnt, Sie natürlich auch wie bei der Liquidation entsprechende Preisabschläge zu erwarten oder Sie finden gar keinen Käufer mehr. Ja, auch da ist bei Wiedereintritt in den Markt eine entsprechende Neugründung erforderlich. Man muss ja nicht gleich in die Vollen gehen, sondern man kann ja mit Optionen, mit Verkaufsoptionen arbeiten. Das heißt also, ich vereinbare für den zukünftigen Verkauf meiner Tochtergesellschaft zu einem unbestimmten Zeitpunkt einen Preis mit meinem potenziellen Käufer. Und diese Kaufoption beziehungsweise Verkaufsoption, die kann dann ausgeübt werden. Das heißt, in dem Augenblick, wo Sie glauben, dass die Situation sich zuspitzt und Sie glauben, dass Sie sich aus dem Markt zurückziehen müssen, beziehungsweise sich zurückziehen wollen, üben Sie Ihre Verkaufsoption aus und können die, ja, weil alles schon verhandelt wurde, in relativ kurzer Zeit, Sie sehen es hier beim zweiten Bullet Point, zweiter Fall, innerhalb von 4 bis 6 Wochen ist die entsprechende Registrierung und Re-Registrierung in China abgeschlossen.
Vorteil, Sie können jedenfalls bis zur Ausübung Ihrer Optionen Ihre Geschäfte in China fortsetzen. Und wenn Sie früh genug verhandeln, jetzt, wenn noch keine Kriegsgefahr besteht, dann sind natürlich keine beziehungsweise nur geringe Preisabschläge zu erwarten, anders als bei der Liquidation beziehungsweise dem ganzen Verkauf, weil Sie eben den Verkauf sozusagen schon vorziehen. Nachteile ist klar, je näher der Krisenfall rückt, beziehungsweise je wahrscheinlicher der Krisenfall wird, desto schwieriger wird die Überweisung werden nach Deutschland. Auch in Friedenszeiten sind Banken in China nicht schnell und nicht unkompliziert. Und wenn dann so ein Krisenfall davor steht, kann man davon ausgehen, dass es noch komplizierter wird. Für mich ist allerdings das größte Problem, dass Sie letzten Endes, wenn es zu einem Krisenfall kommt oder wenn der Krisenfall bevorsteht, Sie keinen Druckmittel haben, um Ihre vertraglich vereinbarte Verkaufsoption auch tatsächlich durchzusetzen. Also, es gilt zwar auch in China das schöne Sprichwort Pacta sunt servanda, Verträge sind einzuhalten, aber diejenigen von Ihnen, die in China Geschäfte machen, die wissen, dass das nicht immer eingehalten wird. Also hier besteht natürlich das große Risiko, dass Sie zwar eine Verkaufsoption mit Ihrem Kaufpartner vereinbart haben, der sich aber dann im Zeitpunkt X nicht an die Vereinbarung hält und Sie letzten Endes mit leeren Händen dastehen und die Tochtergesellschaft nicht oder jedenfalls nicht zu den vorher festgelegten Konditionen verkaufen können. Deswegen haben wir uns überlegt und wir sind tatsächlich auch in Diskussionen mit einem unserer Mandanten auf dieser, wir nennen das Überkreuzbeteiligung von deutschen und chinesischen Investoren gekommen auf diese Option, um eben dieses Druckmittel oder zumindest mal die Möglichkeit einer Befriedigung zu gewährleisten, selbst wenn sich mein Vertragspartner nicht an den Vertrag hält, ist eben so eine Überkreuzbeteiligung eine mögliche Option. Das heißt also, ein deutscher Investor, Sie verkaufen Ihre Anteile an Ihrer Tochtergesellschaft in China, aber nicht an irgendjemanden, sondern zum Beispiel an Ihren Geschäftspartner. Dieser Geschäftspartner, wir haben ja im Moment den Trend, dass chinesische Unternehmen immer stärker auch in Europa investieren. Ihr chinesischer Geschäftspartner, der hat Assets, der hat eigene Geschäfte, Land, Maschinen, Gebäude in der EU und Sie erhalten sozusagen als Gegenleistung Anteile an der Tochtergesellschaft, an den Investitionen Ihres chinesischen Geschäftspartners in Europa oder zumindest mal vorzugsweise in Europa, damit Sie es letzten Endes auch durchsetzen können, gerichtlich durchsetzen können, an Ihr Geld kommen. Vorteile von einer Überkreuzbeteiligung, die natürlich sehr schwer zu verhandeln ist. Das braucht Zeit, das braucht den richtigen Partner. Sie können Ihre Präsenz in China letzten Endes auch im Krisenfall fortsetzen. Und ganz wichtig, ich habe es eben erwähnt, Sie haben Zugriff auf die Anteile Ihres chinesischen Investors am Joint Venture im Ausland. Sollte sich Ihr chinesischer Kooperationspartner, Ihr Joint Venture Partner nicht an die Verträge halten, können Sie es über das jeweilige Gericht in Europa vollstrecken und sich befriedigen. Sprich, Sie haben das entsprechende Geld tatsächlich auf Ihrem deutschen Konto zu einem gewissen Zeitpunkt. Das wird Zeit in Anspruch nehmen, aber Sie haben Ihr Geld auf Ihrem Konto in Deutschland. In der Regel, wenn Sie sowas jetzt verhandeln oder in den nächsten Monaten, Jahren verhandeln, müssen Sie keine Preisabschläge erwarten. Es bestehen keine Überweisungsrisiken, wie wir es vorhin bei den Optionen vorher hatten, weil eben der Krisenfall im Zweifelsfall, im besten Fall während der Verhandlungen noch nicht immanent. Nachteile ist ganz klar, in dem Augenblick, wo Sie einen Joint Venture Partner mit reinnehmen, sind Sie nicht mehr alleiniger Herr im Haus. Das heißt, Sie müssen sich mit den zwingenden, gesetzlich vorgeschriebenen Mitbestimmungsrechten Ihres chinesischen Investors auseinandersetzen. Und ich habe es auch schon gesagt, das ist natürlich verhandlungs- und zeitintensiv, aber wir glauben, es ist zumindest mal wert, darüber nachzudenken, wenn man einen entsprechenden Partner hat oder diesen sucht. Eine andere gute Möglichkeit ist, der deutsche Mittelstand, der arbeitet ja am liebsten in der eigenen Immobilie und die eigene Immobilie, die soll auch natürlich auf dem eigenen Land stehen. Und das ist in der Tat so, dass die meisten unserer Mandanten, jedenfalls die schon lange hier sind, ihre eigenen Landnutzungsrechte haben, dass die ihre eigenen
Produktionsgebäude haben, dass sie entsprechend werthaltige Maschinen zwischenzeitlich angeschafft haben. Und das stellt natürlich einen großen Vermögenswert dar. Und die Frage ist, ob man mit dem sogenannten Sale and Leaseback nicht diese Vermögenswerte, die jetzt im Moment noch bei der Tochtergesellschaft in China angesiedelt sind, ob man die nicht zurückschiebt durch einen Verkauf an einen zu findenden Vermieter. Ist ganz klar. Vorteile, Sie sehen es, fortgesetzte Präsenz in China. Sie können asset-light weiterarbeiten. Sie müssen sich keine Gedanken mehr machen um Ihr Landwert, keine Gedanken um den Gebäudewert. Gebäude und Land lassen sich bekanntlich im Kriegsfall nicht mitnehmen. Maschinen im Zweifelsfall auch nicht. Sie verkaufen das an Ihren Landlord, der vermietet Ihnen das Land, die Gebäude und die Maschinen zurück und Sie arbeiten auf den ehemalig eigenen und jetzt gemieteten Maschinen ganz normal weiter. Je nachdem, wie gut die Verhandlung und wie gut Ihr Vermieter ist, kann das in 3 bis 6 Monaten über die Bühne gehen. Erfordert natürlich wie bei den Überkreuzbeteiligungen auch einen vertrauenswürdigen Sale and Leaseback Partner. Und da ist jetzt wiederum der wunde Punkt, wenn es um das Vertrauen geht. Anders als bei der Überkreuzbeteiligung haben Sie natürlich hier auch kein Druckmittel. Das heißt, wenn Ihnen der Landlord kündigt, wenn Ihnen der Vermieter kündigt, haben Sie letzten Endes kein Druckmittel, wenn es zu einem Krisenfall kommt und Sie nicht selbst anreisen können oder keine andere Druckmittel haben. Repräsentanz anstatt Tochtergesellschaft, also noch leiter als der Sale and Leaseback Verfahren. Ich bin kein großer Freund von den sogenannten Repräsentanten. Hier vielleicht ganz kurz ein kleiner Exkurs. Wenn wir hier von Tochtergesellschaften sprechen, dann reden wir immer über Gesellschaften mit beschränkter Haftung. Das heißt über rechtliche Personen, die produzieren dürfen, die handeln dürfen. Und im Gegensatz dazu sind diese sogenannten Repräsentanten zu sehen. Diese Repräsentanten dürfen weder produzieren noch handeln noch Geschäfte abschließen. Sie dürfen im Grunde genommen nur Geld erhalten vom Investor und dürfen dieses Geld für die Anpreisung ihrer Produkte im chinesischen Markt ausgeben. Die Repräsentanz hat kein Stammkapital, ist normalerweise in gemieteten Räumen, also ist wirklich asset-light. So eine Repräsentanz kann man natürlich dann auch im schlimmsten Fall fortsetzen. Das heißt, Sie haben eine fortgesetzte Präsenz. Sie haben keine Vermögenswerte im Feuer, weil, wie gesagt, in der Regel weder Stammkapital noch andere Assets da sind. So eine Repräsentanz kann man relativ schnell, also für chinesische Verhältnisse schnell gründen. Für Deutschland ist es lange, aber für uns ist es relativ schnell. Rein rechtlich gesehen ist die Repräsentanz haftungstechnisch ungünstig, weil nämlich Rechte ihrer Gläubiger nicht gegen die Repräsentanz, sondern direkt gegen die Muttergesellschaft besteht. Das heißt, die Muttergesellschaft haftet direkt. Aber im Krisenfall ist davon auszugehen, dass eben entsprechende Ansprüche chinesischer Gläubiger gegen ihre deutsche Muttergesellschaft nicht durchgesetzt werden. Aber ich habe schon gesagt, sie können weder produzieren, sie können nicht handeln. Deswegen stark eingeschränkte Geschäftsmöglichkeiten und letzten Endes ein Kontrollverlust, ähnlich wie bei den Optionen 1 und 2, wie bei der Liquidation und beim Verkauf, weil sie letzten Endes Dritte einschalten werden müssen. Deswegen Repräsentanz aus meiner Sicht eher ungeeignet. Ganz interessant, das ist sozusagen ein neuer Trend unter deutschen Gesellschaften, Gewinnausschüttung und das jetzt nicht unbedingt Aufbrauchen des Kapitals. Was verbirgt sich dahinter? Ich zeige Ihnen gleich mal die nächste Seite. Sie sehen hier Geld markiert und das ist das, was für Sie interessant ist, und zwar für den Zeitraum 2010 ganz links bis zum Zeitraum 2023 ganz rechts, also letztes Jahr. Der gelbe Balken beschreibt, wie viel der Profite, die durch deutsche Unternehmen in China erwirtschaftet worden sind, in China reinvestiert worden sind. Und Sie können sehen, wie hoch insbesondere in den letzten Jahren, also 2021, 2022, 2023, wie hoch die reinvestierten Gewinne waren. Und dieser Trend, der ist dabei, sich umzukehren. Wir bekommen immer mehr Anfragen von unseren Mandanten, unter welchen Möglichkeiten die von den Tochtergesellschaften in China erwirtschafteten Gewinne, wie diese repatriiert werden können, wie diese nach Deutschland zurückgeführt werden können.
Und insofern sehen wir da eine gewisse De-Risking-Maßnahme, die schon implementiert wird. Das heißt also einmal die Gewinne ausschütten, die in der Vergangenheit aufgelaufen sind, und dann natürlich regelmäßige Gewinnausschüttung an Sie, an die Muttergesellschaft in Deutschland, anstatt diese zu reinvestieren. Warum sind so viele Gewinne in der Vergangenheit reinvestiert worden? Ganz einfach, wenn Sie die Gewinne ausschütten und an den Investor zurückführen, dann werden zumindest im Verhältnis Volksrepublik China und Bundesrepublik Deutschland 10% Steuern fällig. Und diese Steuern können Sie sich sparen, wenn Sie das Geld reinvestieren. Das heißt also, China hat ganz bewusst Steueranreize gesetzt, um diese Gewinne als Reinvestition im Land zu halten. Daher diese großen Prozentzahlen von Reinvestitionen. Sollten Sie von der Mittelgewinnausschüttung Gebrauch machen, dann ist es ganz klar, Sie können zwar, auch wenn die Gewinne nach Deutschland fließen, Sie können hier weiterarbeiten, und die Gewinnabführung in Deutschland kommt natürlich der Mutter zugute. Aufbrauchen des Stammkapitals. Bislang war es so, dass ein einzuzahlendes Stammkapital nur während der Laufzeit, bei uns haben ausländisch investierte Gesellschaften in der Regel eine Laufzeit von circa 30 bis 50 Jahren, und sie mussten in der Vergangenheit bis zum 1.7. dieses Stammkapital während der Laufzeit einzahlen. Das hat sich ab dem 1. Juli diesen Jahres geändert. Jetzt gibt es nur noch 5 Jahre Zeit, in denen das Stammkapital komplett eingezahlt werden muss. Und die Möglichkeit besteht aber, dieses einzuzahlende Stammkapital komplett bis auf Null aufzubrauchen und damit natürlich auch wieder Vermögenswerte, also sprich Cash, was auf dem Stammkapitalkonto liegt, was für geschäftsbezogene Transaktionen, für geschäftsbezogene Kosten aufgebraucht werden kann, dass man das reduziert und natürlich mit dem Stammkapital wirtschaftet und mit dem eben schon erwähnten erwirtschafteten Gewinn diesen nach Deutschland zurück repatriiert und damit letzten Endes sowohl die Gewinne als auch das Stammkapital zurück in Deutschland. Technischer Nachteil in Anführungszeichen ist jetzt, Nachteil ist eigentlich falsch, es müsste sein Voraussetzung. Sie müssen nämlich erstmal die gesetzlich vorgeschriebene Rücklage bilden. Das sind 50% vom einzuzahlenden Stammkapital. Ich habe schon erwähnt, Stammkapital können Sie nicht für jeden Zweck, sondern nur für Geschäftszwecke aufbrauchen. Und die Frage stellt sich natürlich, wie geht's weiter, wenn das Stammkapital aufgebraucht ist? Fremdfinanzierung ist auch immer wieder ein großes Thema. Die Fremdfinanzierung in China ist durch eine Capital Equity Ratio, die von der Regierung vorgegeben ist, beschränkt. Je nach Höhe des Stammkapitals können Sie entweder nur 30%, 50% oder 70% an Fremdfinanzierung aufnehmen. Je höher das Stammkapital, desto höher die Möglichkeit, fremd zu finanzieren. In der Vergangenheit waren Fremdfinanzierung durch lokale Banken in China eher unüblich, weil das Geld teuer war. Das hat sich in den letzten Jahren geändert. Nichtsdestotrotz, das, was wir sehen, ist, dass die meisten Tochtergesellschaften deutscher Unternehmen immer noch durch Gesellschafterdarlehen finanziert werden, bestenfalls durch lokale Kredite, durch lokale Bankdarlehen, die aber dann in Deutschland besichert sind, also diese sogenannten Backloans. Aber die Frage ist, die man sich stellen sollte, ob man nicht die Finanzierung von lokalen Banken, beziehungsweise je nachdem, was man für eine Verhandlungsposition hat, eben auch durch Lieferantenkredite oder durch Anzahlungen von Kunden ausfüllt. Also wenn ich das kombiniere, Bankendarlehen, die nicht besichert sind, also lokale Darlehen, die nicht besichert sind in Deutschland, versuchen meine Lieferanten dahin zu bekommen, entsprechende Zahlungsziele zu akzeptieren, beziehungsweise meine Kunden dahin zu bekommen, entsprechende Zahlungsziele zu akzeptieren, beziehungsweise anzuzahlen, meine Produkte, kann ich da auch eine entsprechende Finanzierung durchführen. Ich kann gegebenenfalls Gesellschafterdarlehen, die bestehen, zurückzahlen. Vorteil ist ganz klar, ich habe einen besseren Cashflow, kann meine Arbeit in China fortsetzen. Ich habe dadurch, dass ich meine bestehenden Gesellschafterdarlehen ablösen kann, kann ich entsprechende Vermögenswerte freimachen. Ich kann Gewinne nach Deutschland abführen. Im Krisenfall steht die chinesische Bank beziehungsweise ihre chinesischen Lieferanten und Kunden im Regen. Das ist natürlich nicht immer schön.
Aber dann muss abgewogen werden, wer ist sich selbst der Nächste oder wer steht mir näher. Und das Ausfallrisiko sehe ich dann lieber bei meinen Geschäftspartnern und nicht bei der Mutter beziehungsweise bei meiner chinesischen Tochtergesellschaft. Ich habe es eben schon erwähnt, Nachteile ist ganz klar, Kosten für Bankkredite beziehungsweise entsprechende Sicherheiten. Das hat sich aber in den letzten Monaten und Jahren gebessert. Und ich hänge natürlich letzten Endes von meiner Bank ab. Wenn die mir die Kreditlinie zusammenstreicht, muss ich mir, und das wird vielleicht im Krisenfall passieren, muss ich mir was Neues überlegen. Dann auch eine Möglichkeit, Vermittlung von Verkaufsgeschäften auf Provisionsbasis. Das heißt also, in der Regel ist es ja so, wir haben Handelsunternehmen, die chinesischen Töchter kaufen von den Müttern oder kaufen aus der Gruppe oder kaufen von Dritten. Dann wird teilweise zusammengebaut und dann werden diese assemblierten Produkte, Maschinen etc. hier weiterverkauft. Das heißt also, ich habe echte Handelsgesellschaften. Und die Frage ist, die man sich stellen kann, ob ich nicht auch als sozusagen als Agent, als Vermittler nur noch fungiere in der Zukunft. Ich bekomme für die entsprechenden vermittelten Geschäfte in China mit den chinesischen Kunden eine Provision, die bekomme ich von meiner Mutter, hat den großen Vorteil, ich agiere weiter, nicht mehr als eigener Händler, sondern nur noch als Agent. Der Kaufpreis, den ich für meine Maschinen bekomme, die ich in China verkauft habe, der fließt direkt nach Deutschland an die Muttergesellschaft. Das heißt, der ist schon mal aus dem Feuer und die verkaufte Ware, die steht nicht im Eigentum der Tochtergesellschaft, sondern die ist im Eigentum der Mutter. Da muss man natürlich dann schauen, die wirtschaftlichen Risiken als Nachteil, die verbleiben bei der Muttergesellschaft und im Krisenfall helfen natürlich Eigentumsvorbehalte auch nicht mehr. Und die letzten 10%, die der chinesische Käufer in der Regel sowieso nicht zahlt, das wird noch das kleinste Problem sein. Also auch da signifikante Nachteile bei so einem provisionsbasierten Modell. Eine Variante, die ganz ohne Krise von vielen Unternehmen jetzt schon durchgeführt wird oder auch in den vergangenen Jahren schon durchgeführt wurde, ist die Auftragsproduktion. Das heißt also, ich brauche keine Landnutzungsrechte, ich brauche keine eigene Produktionshalle, ich brauche keine eigenen Maschinen, sondern ich habe das Know-how und ich versetze einen Dritten, einen chinesischen Auftragsproduzenten in die Lage, meine Produkte mit meinen Qualitätsanforderungen in China herzustellen. Das läuft über entsprechende Verträge, läuft in der Regel ganz gut, wenn man sich einen guten Partner ausgesucht hat, hat den großen Vorteil, ich kann in China auch, wenn andere das nicht mehr können, weiter produzieren. Ich habe so gut wie kein Anlagevermögen in China, weil, wie gesagt, kein Land, keine Gebäude, keine Maschinen, sondern letzten Endes, und das ist der einzige große Nachteil, mein Know-how. Also ich muss natürlich mein Know-how, mein Wissen, meine technischen Fertigkeiten an den Auftragsproduzenten preisgeben und weitergeben und um diesen in die Lage zu versetzen, meine Produkte in der gleichen Qualität zu produzieren. Und der wird natürlich das Know-how behalten und wenn es ganz schlimm kommt, seine eigene Fabrik nebendran aufbauen und mit ihrem Know-how seine eigenen Maschinen fertigen. So eine Auftragsproduktion aufzubauen, ist sehr zeitintensiv. Nicht im Sinne von, bis die Maschinen laufen, sondern einfach, bis die entsprechende Qualität erreicht ist, die sie gerne haben möchten. Und natürlich, sie brauchen einen qualifizierten, einen geeigneten Auftragsbüro. Sie sehen also, es gibt zahlreiche gesellschafts- und vertragsrechtliche Maßnahmen, mit denen Sie Ihre Vermögenswerte, damit letzten Endes Ihr zumindest mal wirtschaftliches Risiko in China signifikant reduzieren können, ohne sich aus dem chinesischen Markt zurückziehen zu müssen. Das ist die erste Lessons learned für heute Abend. Dann, was wir gesehen haben, deswegen habe ich Ihnen extra die entsprechenden Umsetzungszeiträume mit reingeschrieben. Viele von diesen Maßnahmen, die benötigen erhebliche Vorlaufzeiten. China ist zwar schnell, aber was es an administrativen Umsetzungsmaßnahmen betrifft, Registrierung von Anteilsübertragungsverträgen etc., dauert das hier viel länger als in Deutschland. Also Sie haben erhebliche Vorlaufzeiten, nicht nur für für das Finden eines Kooperationspartners, eines Vermieters, eines Auftragsfertigers, sondern eben auch rechtlich erhebliche Vorlaufzeiten. Das heißt also, Sie sollten sich nicht erst um diese De-Risking-Modelle kümmern,
wenn es schon in den Zeitungen steht, dass sozusagen ein Überfall immanent ist. Ich übertrage jetzt wieder, sondern Sie sollten sich jetzt damit beschäftigen, die für Sie passenden Modelle ausarbeiten und letzten Endes in die Schublade legen, sodass Sie jederzeit, wenn Sie denken, dass eine bestimmte Risikoschwelle überschritten ist, dass Sie jederzeit diese schon vorgeprüften Modelle aus der Schublade rausholen können und umsetzen können. Denn, wie gesagt, wenn es in den Zeitungen steht, wenn die Krise droht, dann ist es zu spät. Neben den Zeitfaktoren sind die Möglichkeiten nicht nur der vertraglichen, nicht nur Ihres Rechtes, Ihres vertraglich oder gesellschaftsrechtlich abgesicherten Rechtes, Ihre Option umzusetzen, sondern dass Sie tatsächlich faktische Druck bzw. Zwangsmittel haben, um Ihr vertraglich abgesichertes Recht tatsächlich umsetzen zu können. Und deswegen ist gegebenenfalls eine Koppelung von mehreren Modellen, soweit sie sich koppeln lassen. Die sind nicht alle kompatibel miteinander, aber deswegen ist gegebenenfalls eine Kopplung von verschiedenen Modellen sinnvoll. Das heißt, es langt nicht, sich nur vertragliche oder gesellschaftsrechtliche Rechte absichern zu lassen, sondern Sie sollten tunlichst alles dafür tun, dass Sie auch faktisches Druckmittel haben, dass Sie ein Zwangsmittel haben, das umzusetzen. Wir haben es bei der dritten Option besprochen, dass Sie eben Zugriff haben auf Vermögenswerte von Ihrem chinesischen Vertragspartner in europäischen Ländern und wenn er den Vertrag bricht, Sie mit dem Vertrag zu den entsprechenden lokalen Gerichten gehen können und sagen, dass Sie Ihr Recht wahrnehmen wollen. Und wenn das nicht umgesetzt wird, dann eben entsprechend vollstrecken. Ich habe es gesagt, Koppeln von verschiedenen Modellen. Da ist es ganz wichtig, dass man sich nicht verschiedene Modelle raussucht, ohne die Interdependenzen, ohne die Wechselwirkungen vorher zu analysieren. Das heißt also, ganz wichtig ist taktisches Druckmittel, gegebenenfalls gekoppelte Modelle, aber ganz wichtig, dass diese gekoppelten Modelle in der präzisen rechtlichen Struktur aufeinander abgestimmt werden, dass es keine negativen Implikationen zwischen den Modellen gibt. Und dann denke ich mal, wenn Sie das rechtzeitig machen, wenn Sie verschiedene Maßnahmen gekoppelt haben, das geprüft haben, in der Schreibtischschublade liegen haben und es kommt, wovon wir alle nicht ausgehen und was wir alle nicht hoffen, tatsächlich zu dem Fall der Fälle, dann sind Sie für ein De-Risking-Szenario in China bestens gerüstet. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.